Warum ist heutzutage eigentlich alles so hässlich? Es ist, als habe man alles Schöne aus dieser Welt verdrängt und uns an seiner Stelle nur triste, graue Hoffnungslosigkeit hinterlassen. Hässliche Kunst, hässliche Architektur und hässliche Menschen. Es ist, als sei Hässlichkeit ansteckend, wie ein Virus, mit dem man sich infiziert. Schönheit hingegen ist real. Sie ist universell und tief verankert in uns als vernunftbegabte Wesen. Die Schönheit selbst ist neben dem Wahren und dem Guten ein Wesensmerkmal des Göttlichen. Und sie ist ein Motivator, denn Schönheit verführt zum Träumen. Schönheit ist das Heilmittel für eine Welt, die sich mit der Pest des Hässlichen und Nützlichen infiziert hat. Das Virus der Hässlichkeit hat leider auch auf die Wahl unserer Vierbeiner Einfluss. Denn mal ehrlich, wie viele schöne Hunde sieht man eigentlich noch? Wo sind die schönen, prächtigen, großen Dackel hin, die Collies, die irischen Setter? Und wo sind die prächtigen, klassischen Spitze? Nun, die wurden letztlich hinweggefegt vom Gutmenschentum und von der Gier. Was anfangs tatsächlich noch gut und selbstlos gemeint war, nämlich Straßenhunden zu helfen, ist inzwischen von geldgierigen Händlern zu einem äußerst lukrativen Geschäft persifliert worden. Dieses Geschäft ist der sogenannte Tierschutz. Spendensammlungen, Schutzgebühren und Vermittlungsgebühren. Die Grenzen zum Hundehandel sind fließend, denn der Rohstoff Straßenhund hat sich als goldscheißender Esel entpuppt, der nicht nur die Tierschutzorganisation selbst bedient, sondern Hundetrainer, Hundeschulen und Tierärzte. Ja, Tierärzte. Denn von denen machen Hundehalter mit ihren Notfältchen überdurchschnittlich Gebrauch. Ganz im Gegensatz zum sauber und verantwortungsvoll gezüchteten Rassehund. An dem verdient sich nämlich kein Tierarzt dumm und dämlich. Leider ist der Ruf des Rassehundes aktuell nicht der beste. Organisationen wie PETA sehen in der Rassehundezucht sogar die Wurzel allen Übels und würden diese am liebsten verbieten. Laut PETA soll man am besten überhaupt nicht mehr beim Züchter kaufen, sondern lieber nur noch aus dem Ausland adoptieren. Da frage ich mich immer, was Organisationen wie PETA meinen, wie dort die Hunde entstehen. Bienen und Blumen, magischer Einhornstaub oder Selbstbefruchtung? Ich stehe ja drauf, für dumm verkauft zu werden. Man scheißt uns auf den Tisch und deklariert das Ganze dann als Eis mit Schokosoße. Denn diese Hunde werden im Ausland explizit gezüchtet. Extra für uns, die wir uns mit einem solchen Hund moralisch über andere stellen können. Denn nur der importierte Nothund aus Spanien oder Rumänien ist ja der einzig ethisch legitime Hund, den man sich noch anschaffen darf. Und gelingt es uns dann, diesen Straßenhund zu bändigen, ist uns der Respekt der anderen Powerrands auf der Hundewiese natürlich sicher. Dabei gibt es Hunderassen schon seit vielen tausend Jahren. Sie wurden als Helfer des Menschen für bestimmte Aufgaben gezüchtet und sind sogar Teil der Menschheitsgeschichte. Ohne Rassehunde gäbe es keinen Privatbesitz, keine Viehhaltung, keine Feldwirtschaft. Der Rassehund hat einen derart massiven Beitrag zur Menschheitsentwicklung geleistet, dass es diese Entwicklung vermutlich ohne ihn so gar nicht gegeben hätte. Wie stünde der Mensch wohl heute da, wären Hof, Fuhrwerk, Ernte und Vieh ohne effektiven und preisgünstigen Schutz durch den Rassehund geblieben? Im Unterschied zum heutigen Rassehund wurden diese Hunde jedoch früher nicht nach einem bestimmten Standard gezüchtet und mit Ahnentafeln als Zertifikat gehandelt, sondern allein nach ihrer Leistung. Dass ein ordentlicher Hund gesund und robust sein musste, war früher selbstverständlich. Und da was gesund ist, auch immer schön ist, waren die Hunde damals natürlich auch äußerlich sehr ansprechend. Ganz anders heute. Wenn ich durch die Straßen Berlins laufe, dann sehe ich nur noch zweierlei Hunde. Den typischen, unansehnlichen Straßenköter in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, ob er aus Süd- oder Osteuropa kommt, und Krüppel mit Kindchenschema. Bulldoggen, Frenchies, Teacup Yorkies, Möpse oder die Verballhornung unseres Zwergspitzes, den Bärchen Pomeranian, der offensichtlich weder reinrassig ist, noch ansatzweise gesund oder vom Charakter her irgendwie spitztypisch. Wenn ich hingegen meine Spitze dabei habe, freuen sich immer irgendwelche Leute über uns und loben die Hunde dafür, dass sie so schön sind und so gut erzogen sind. Und das liegt eben daran, dass sie Rassehunde sind. Obwohl jeder Hund für sich individuell ist, bildet sich die Individualität beim Rassehund immer auf dem Fundament seiner rassetypischen Eigenschaften aus. Schon beim Welpen weiß ich, ob der Charakter des erwachsenen Hundes zu mir, meinen Lebensvorstellungen und meinen Möglichkeiten passen wird. Bei einem Mischling weiß man das hingegen nie und kann nie wirklich vorhersagen, welches Wesen der ausgewachsene Hund zeigen wird. Und wenn ich dann im Falle eines Tierschutzhundes aus dem Ausland einen nicht einschätzbaren Mischling inklusive unbekannter Vorgeschichte bekomme, na hello. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, und auch in der Rassehundezucht ist so einiges im Argen. Wie beim Thema Tierschutz ist hier der Auslöser für schlechte Zucht derselbe. Die Gier im Herzen der Menschen. Daher wird gezüchtet, was sich gut verkauft und viele Preise gewinnt. Nicht, was der Rasse langfristig hilft. Ich komme daher nicht umhin, mit dem Finger auch auf die Hundeshows zu zeigen. In der Showzucht wird seit vielen Generationen kaum noch auf rassetypisches Wesen geachtet. Im Gegenteil,
Titel, Pokale, Vetternwirtschaft, geschmacksbefreite Preisrichter und die Marktlage bestimmen, was gezüchtet wird. Das ist natürlich alles unschön, aber kein Grund, die Hunderassen zu verteufeln. Es gibt immer noch jede Menge guter und engagierter Züchter, die das langfristige Wohl ihrer Rasse im Auge haben und nicht die aktuelle Marktlage. Drum, Leute, kauft euch Hunde, von denen ihr wisst, wie sie charakterlich sind, wie sie aussehen werden und wie groß sie ausgewachsen werden. Kauft bei einem guten Züchter, der das Herz am rechten Fleck hat und dem seine Hunde wichtig sind und weder sein Prestige noch sein Profit. Kauft euch wieder gesunde und schöne Hunde, die euch und anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hunde, die ihr gern anschaut. Hunde, die auch bei euch bleiben wollen und die ihr nicht sichern müsst wie Wildtiere, damit sie nicht weglaufen. Und, wenn er zu euch, zu eurem Charakter und zu eurem Leben passt, dann kauft euch einen Teil deutscher Geschichte. Kauft euch einen deutschen Spitz.